Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Spektakulärer Starship-Start und viele offene Fragen durch die entstandenen Schäden. Rocket Lab, erster Versuch, ein Triebwerk für Orbitalflug erneut zu verwenden. Airbus stellt Konzept für Raumstationsmodul vor, das nicht auf Ariane 6 passt. Europäischer Roboterarm absolviert erste Mission an der ISS. Die NASA veröffentlicht ein Dokument für Crewflüge zu Mond und Mars und beglückwünscht SpaceX zu Starship-Testflug. Das und noch viel mehr war die Woche in der Raumfahrt wichtig, mit allen Hintergründen in voller Länge natürlich nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt News. Herzlich willkommen auf Senkrechtstarter, dem größten Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir an mit den Starts der vergangenen Woche. Am Mittwoch, den 19. April, ist eine Falcon 9 mit Starlink-Internetsatelliten von Cape Canaveral ausgestartet. Und der Start der Woche, natürlich der Starship-Start am Donnerstag, den 20. April um 15:33 Uhr MESZ. Dazu natürlich gleich ein ganzes Special mit allen Hintergründen. Am Samstag, den 22. April, wurde von der indischen ISRO ein PSRV in der Core-Alone-Version, also ohne Booster, gestartet. An Bord ein kommerzieller Erdbeobachtungssatellit Telos 2. Das James Webb veröffentlicht ja regelmäßig neue Bilder. Wenn mir eins ganz besonders gut gefällt, nehme ich das mit in die News, wie diese Aufnahme, die durch die Nahinfrarotkamera NIRCam in Kombination mit dem Mitinfrarotinstrument MIRI entstanden ist. Wir sehen hier zwei miteinander verschmelzende Spiralgalaxien mit dem Namen ARP 220, die sich 250 Millionen Lichtjahre von uns entfernt befinden. Die Kollision begann etwa vor 700 Millionen Jahren und ist die hellste von den drei uns nächstgelegenen. ARP 220 hat eine Helligkeit von 1 Billion Sonnen. Das entspricht dem 100-fachen unserer Milchstraße. Wenn dir das Video bis hier schon gefallen hat, ja, gerne dem Video einen Like da lassen, und wenn du weitere spannende Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. In Colorado Springs fand diese Woche das Space Symposium statt. Alles, was Rang und Namen hat, war dort. Von den Agenturen DLR, NASA, JAXA und andere, aber natürlich auch Hersteller von Satelliten, von Komponenten und Raketen. So etwa ULA, die ein Modell des aufblasbaren Hitzeschildes Lofted werbewirksam auf dem Teich vor der Messe platzierten. Der von der NASA entwickelte Hitzeschild könnte in Kombination mit einem Fallschirm zukünftig ja die Triebwerke der Vulcan-Rakete von ULA wieder zur Erde bringen. Meine Technik-Episode zum Lofted verlinke ich dir unter dem Video. Rocket Lab-Chef Peter Beck war auch dort und verkündete, dass sie Ende dieses Jahres das erste Mal ein Rutherford-Triebwerk ihrer Elektron-Rakete erneut fliegen werden. Auch die französische Firma Thales Alenia war dort und veröffentlichte neue Renderings des Lunar Gateways. Neben den ESA-Beiträgen zum Gateway Esprit und iHub baut Thales Alenia auch die Struktur für das Halo-Modul der NASA. Fun Fact: Auch an der ISS gibt es diverse Module, die Thales Alenia gebaut hat, und außerdem die private Raumstation von Axiom, die bekommt auch Module von Thales Alenia. Das bringt uns zu den ISS-News. Nachdem bereits zweimal hintereinander der russische Außenbordeinsatz am Nauka-Modul im letzten Moment abgebrochen werden musste, unter anderem wegen des Kühlmittellecks, hat es in der Nacht vom Dienstag, den 18. auf Mittwoch, den 19. April endlich geklappt. Die beiden Spacewalker Sergei Prokopjew und Dmitri Petelin verließen die Poisk Airlock. Während des Ausstiegs wurde ein Radiator, der seit 13 Jahren am russischen Rasvet-Modul lagert, installiert. Die Operation wurde vom europäischen Robotikarm ERA unterstützt. Mit dieser Installation war dies übrigens der erste operative Einsatz des Arms seit seinem Start zusammen mit Nauka im Juli 2021. Der Ausstieg dauerte übrigens insgesamt 7 Stunden und 55 Minuten und war somit der drittlängste Weltraumausstieg mit einem russischen Orlan-Raumanzug überhaupt. Am 15. April um 17:05 Uhr MESZ dockte der Cargo Dragon von CRS-27 erfolgreich nach über 30 Tagen wieder von der ISS ab und wasserte einige Stunden später um 22:58 Uhr MESZ im Golf von Mexiko, wo diese dann von dem SpaceX-Bergungsschiff Shannon geborgen wurde. Mit an Bord kehrten unter anderem auch das studentische Experiment Fargo der Universität Stuttgart zurück zur Erde. Laut CASAT-Studentengruppe hat das Experiment bewiesen, dass sich die Ferrofluide für zuverlässige, verschleißfreie Technologien im Weltraum einsetzen lassen. Glückwunsch! Glückwunsch auch an die Jungs und Mädels von der Studentengruppe High-End, auch aus Stuttgart, die ihre N2-Orth-Höhenforschungsrakete erfolgreich in Schweden gestartet haben und mit 64 Kilometern einen neuen Höhenrekord aufgestellt haben. Am 21. April um 13:22 Uhr MESZ gab der kanadische Robotikarm der ISS die Frachtkapsel Cygnus NG-18 nach 163 Tagen an der ISS wieder frei. Rekordmissionsdauer für eine Cygnus-Kapsel. Dieser Cygnus hatte Probleme nach dem Start gehabt. Einer der beiden Solarpaneele konnte nicht entfaltet werden.
Die Mission konnte aber trotzdem erfolgreich beendet werden. 3,7 Tonnen Fracht wurden zur ISS gebracht. Die ISS einmal mit Hilfe der Triebwerke der Cygnus im Orbit angehoben und Cygnus entsorgte zum Ende der Mission einiges an Müll von der Raumstation wieder beim Wiedereintritt. Bisher noch nicht für Raumstationen bekannt, Airbus. Auf dem Space Symposium hat Airbus ein Konzept für ein sehr großes Raumstationsmodul vorgestellt. Beim Airbus Loop handelt es sich um ein Orbitalmodul, das für Langzeitaufenthalte im Weltraum ausgelegt ist. Das Modul hat einen Durchmesser von 8 Metern, was sehr interessant ist, denn damit kann es definitiv nicht mit einer europäischen Ariane 6 gestartet werden, sondern erfordert das Starship oder das SLS in der nächsten Version 1B. Das Modul besteht aus 3 Ebenen, einem Wohndeck, einem Wissenschaftsdeck und einer Zentrifuge, um Schwerkraftsbedingungen für die Bewohner zu schaffen. Laut Airbus wäre der Loop für eine 4-Personen-Besatzung ausgelegt, kann aber bis zu 8 Astronauten vorübergehend beherbergen. Laut Airbus besteht die Möglichkeit, mehrere Module zu einer größeren Station zu kombinieren oder Module desselben Typs zu koppeln. Durch den internationalen Docking-Adapter wäre es mit allen heutigen und zukünftigen Besatzungs- und Frachtfahrzeugen kompatibel. Fun Fact: ebenfalls die chinesische Raumfahrt setzt auf diesen internationalen Kopplungsadapter. Und das bringt uns zum nächsten Thema. Mit den USA würde es so eine Kopplung mit chinesischen Raumschiffen oder Stationen wohl nicht geben. Auf dem Space Symposium in Colorado Springs bekräftigte NASA-Administrator Bill Nelson erneut das Beibehalten der derzeitigen Beschränkungen für die Zusammenarbeit der NASA mit der chinesischen Raumfahrt. Auch in Colorado Springs hat die NASA neue Details bekannt gegeben, wie mit dem Artemis-Programm von einer Mondlandung zu einer Marslandung zu kommen sei. Das 150-seitige Dokument habe ich nur grob überflogen, aber ich fand es sehr spannend, dass es jetzt einen ersten Rahmenplan mit 60 Zielen für Crewflüge zum Mond und Mars gibt. Die Artemis 3 Mondlandung der NASA ist ja mit dem Starship geplant. Und nach dem ersten Test der voll integrierten Starship-Rakete beglückwünschte jetzt NASA-Administrator Bill Nelson SpaceX mit den Worten: Gratulation an SpaceX zum ersten integrierten Flugtest des Starships. Weiter sagte er: Ja, jede große Errungenschaft in der Geschichte hat ein gewisses Maß an kalkuliertem Risiko erfordert, denn mit großem Risiko kommt große Belohnung. Ja, und er freue sich auf alles, was SpaceX lernt, auf den nächsten Flugtests und darüber hinaus. Übrigens hat auch ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher SpaceX zum Starship-Test mit folgenden Worten gratuliert: Der Liftoff ist eine unglaubliche Leistung, große Lektionen gelernt, er sei zuversichtlich, SpaceX werde die Probleme schnell beheben und bald wieder an die Startrampe zurückkehren. Ich würde sagen, damit spricht er uns allen aus der Seele. Wir haben es geschafft. Senkrechtstarter hat die 50.000 Abonnenten geknackt. Vielen, vielen, vielen Dank für all die Glückwünsche und die Geschenke an den Kanal. Und da muss ich immer unbezahlt Werbung machen. Die Jungs von Andruck, die haben mir eins ihrer Starship Super Heavy Modelle in weiser Voraussicht vor dem Erstflug geschickt. Mega, mega cool. Bekommt natürlich einen Ehrenplatz bei mir im Studio. Das perfekte Andenken an diesen ersten Start. Und wir können hier auch zack das trennen. Und auch das Starship mit Magneten. Mega, mega cool, super geiles Modell. Vielen, vielen Dank dafür. Den Link zum Andruck-Shop, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. #TeamSpace. Wenn du noch nicht so hundertprozentig fit bist, was das Starship ist und wie es funktionieren soll, ich habe diese Woche nochmal eine knackige Zusammenfassung veröffentlicht, die das Starship erklärt. Verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Vorab vielleicht erstmal das offizielle SpaceX-Statement zu diesem Start. Um 8:33 Uhr CT, also das ist 15:33 Uhr unserer Zeit, hob Starship zum ersten Mal erfolgreich von der Orbital-Startrampe ab. Das Fahrzeug verließ die Startrampe und den Strand. Starship stieg zu einem Apogeum von etwa 39 Kilometer über dem Golf von Mexiko auf, der höchste Aufstieg aller bisheriger Starship-Flüge. Während des Flugtests fielen mehrere Triebwerke aus. Das Fahrzeug verlor an Höhe und begann zu taumeln. Das Flugabbruchssystem wurde sowohl auf dem Booster als auch auf dem Ship aktiviert. Wie üblich hatte man die Rampe und die Umgebung vor dem Test geräumt und wir erwarten, dass die Straße und der Strand in der Nähe der Rampe bis morgen gesperrt bleiben. Das wurde gestern veröffentlicht. Bei einem Test wie diesem kommt der Erfolg von dem, was wir lernen, und wir haben heute sehr viel über das Fahrzeug und die Bodensysteme gelernt, was uns helfen wird, zukünftig Flüge von Starship zu verbessern. Und dann wird sich natürlich bei den Kunden und der Gemeinde und den Anwohnern bedankt. Ich gehe jetzt kurz den Flug durch, danach kommt meine Analysen der Schäden, die wir bisher wissen, Besonderheiten und Implikationen und natürlich auch die Aussage von Elon Musk zum Flug. SpaceX begann am Donnerstag, den 20.04. kurz nach 14 Uhr MSZ mit dem Betanken des Starship Boosters. Ja, und nur wenig später zeigten sich durch die kryogenen Betriebsstoffe Eismarken auf der Edelstahlhülle des Boosters. Diese Eismarken geben gute Hinweise auf den Stand der Befüllung.
Ja, und keine weiße Rakete, wie manch schlecht informierten Medien berichteten. Um 14:07 Uhr wurde über Twitter mitgeteilt, dass nun die Starship-Oberstufe betankt wird. Um 14:53 Uhr begann dann der offizielle Starship-Livestream von SpaceX, wieder hervorragend moderiert von Kate Siever und John. Um 15:09 Uhr wurde mit der Kühlung der 33 Erststufenraptoren begonnen. Um 15:26 Uhr, nur wenige Minuten vor dem Start, kam die Durchsage, Betankung mit 4.600 Tonnen Treibstoff abgeschlossen. Da etwas mehr Zeit benötigt wurde, um unter anderem die Tanks der ersten Stufe auf Betriebsdruck zu bringen, wurde der Countdown dann kurz angehalten. Aber um 15:33 Uhr war es dann soweit, der Countdown wurde fortgesetzt. Bei T-6 Sekunden konnte man Gas unter dem Starttisch herausschießen sehen. Bei T-2 Sekunden kam das Mission Control Command Ignition, also Zündung. Im eingeblendeten Countdown war es dann bei T+6 Sekunden soweit und die Rakete hob ab. Schon hier konnte man eine Menge an Objekten ausmachen, die offensichtlich unbeabsichtigt nach oben flogen. Dazu kommen wir aber gleich in der Analyse. Gerade von dem Moment des Liftoffs, des Abhebens, hat Elon Musk nachträglich ein spektakuläres Video veröffentlicht, das die Kameraperspektive auf die Spitze des Starships zeigt. Ich bin mir fast sicher, dass dieses Video schon jetzt einen Platz in der Raumfahrtgeschichte hat und obwohl das Starship-Programm seinen Ursprung viel früher hatte, ja, als der Startpunkt der Starship-Ära gelten könnte. Aber auch der weitere Flug war bereits im Livestream schon spektakulär anzuschauen. Auf Videos kann man Größen ja nicht immer ganz so gut abschätzen, selbst für diejenigen, die wissen, wie groß und schwer das alles ist. Das sind Dinge, die man vermutlich nur fassen kann, wenn man mal neben der Rakete selber stand. Eine Fotomontage von Paul zeigt einen A380, immerhin das größte Flugzeug, im Vergleich ja schon fast winzig. Mehr als 8 Mal des maximalen Abfluggewichts eines A380 wog das Starship beim Start. Vielen Dank, Paul, dass ich das Bild hier zeigen darf. Weiter im Flug. T+14 Sekunden im Stream-Countdown wurde dann Telemetrie eingeblendet. Sie zeigte direkt 3 ausgefallene Raptor-Triebwerke. Bei T+29 Sekunden kann man dann vermutlich ein Raptor-Triebwerk explodieren sehen. Bei T+41 Sekunden wird das auch angezeigt. Bei T+1 Minute und 4 Sekunden ist eine weitere Explosion zu sehen, worauf das Diagramm zeigt, ein weiteres Triebwerk fällt aus. Im Stream wurde bei T+1 Minute und 20 Sekunden Max-Q als Punkt der maximalen Belastung durchgesagt. Kommen wir gleich drauf, dass das nicht so ganz stimmen kann. Kurz darauf, bei etwa 100 Sekunden, war die Rakete dann überschallschnell. Spätestens ab 2 Minuten und 30 Sekunden nach dem Start konnten wir beobachten, wie die Rakete sich drehte. Im Stream sagte Innsbrucker durch, dies sei das neuartige Manöver für die Stufentrennung. Kurz darauf korrigierte er jedoch mit den Worten "This does not seem to be a nominal situation". Zu Deutsch, das scheint keine geplante Situation zu sein. Die Rakete vollführte jetzt noch mehrere Drehungen um alle Raumachsen und verlor bereits deutlich an Höhe. Die Stufentrennung fand nicht statt. Stattdessen konnten wir beobachten, wie die Rakete unkontrolliert trudelt und letztendlich auseinanderbricht und explodiert. Ja, mittlerweile gibt es ja eine Vielzahl an privaten Bildern von der Startinfrastruktur. Das hier ist kein Bild vom Pad, das ist ein Bild vom Barringer Krater in Arizona. Ich wollte nur schauen, ob ihr noch da seid. Und das ist die gute Nachricht vorab. Zwar nicht so groß wie dieser Krater, aber wenn die Rakete vollgetankt auf dem Starttisch explodiert wäre, wäre da nichts mehr da. Ein Szenario, das man bei SpaceX mit Sicherheit durchgespielt hatte und für das letztendlich Elon Musk die Verantwortung hätte übernehmen müssen. So ist es zum Glück nicht gekommen. Auf den Bildern, die den Starttisch zeigen, kann man aber trotzdem einen mehrere Meter tiefen Krater sehen. Auch das meterdicke Stahlbetonfundament wurde herausgeschleudert und nur noch die Stahlarmierung erinnern daran, dass hier überhaupt mal ein Fundament war. Das erklärt dann auch, was auf den Bildern des Starts in die Luft geschleudert wurde. Kubikmeter an Beton, Sand und Geröll wurden mit erheblicher Geschwindigkeit von dem Abgas der Erststufentriebwerke herausgerissen und vom Startplatz weggeschleudert. Man kann auf anderen Kameraaufnahmen den Geröllregen im Meer einschlagen sehen, was ein Gefühl dafür gibt, mit welcher enormen Geschwindigkeit die Brocken wohl vom Pad weggeschleudert wurden. Ich empfehle auch die Aufnahmen von Le Padre, die zeigen, wie ein Auto von einem Stein durchschlagen wurde. Aufgeschleuderter Sand wurde durch den Wind bis in das fast 10 Kilometer entfernte Port Isabel und South Padre Island getragen. Natürlich hat dieser Geröllbeschuss neben dem Untergraben des Starttischs auch für Schäden an der Startinfrastruktur und der Tankfarm geführt. Mittlerweile gibt es Aufnahmen, die Lecks an den großen Sauerstoff- und Stickstofftanks zeigen. Auch im Starttisch selbst scheint es zu einer Explosion gekommen zu sein, denn Luken am Tisch und dem Quick-Disconnect-Häuschen wurden nach außen gedrückt. Vielleicht konnte sich aber auch das Abgas einen Weg in den Tisch suchen und das hat dann zu den ausgeschlagenen Luken geführt.
Ich gehe schwer davon aus, dass der Ausfall einiger Raptoren unmittelbar dem Geröll geschuldet ist. Zwar sollte sich theoretisch nichts entgegen des Abgasstrahls bewegen können, aber da die Triebwerke nicht gleichzeitig zünden und auch etwas Zeit brauchen, bis sie auf Vollschub sind, halte ich es für möglich, dass Geröll für eine Beschädigung der Triebwerkssektion verantwortlich sein könnte. Beim nachträglich veröffentlichten Video des Starts wurde die Aufnahme beendet, bevor es eine Nahaufnahme der Triebwerkssektion gab. Auch ein Indiz, dass da vielleicht was nicht ganz stimmt. Ebenso denkbar, eines der Triebwerke hat früh versagt und seine Überbleibsel sind mit Überschallgeschwindigkeit auf das Pad geknallt und haben dort dann für die erste Beschädigung gesorgt, durch die sich das Abgas dann durch die Betondecke fressen konnte. Wir erinnern uns beim statischen Feuertest, bei dem immerhin 31 Triebwerke liefen, gab es kein größeres Schadensbild am Padboden. Wenn wir weiter im Flugverlauf gehen, fällt auf, dass direkt beim Start die Rakete recht schnell zur Seite gezogen ist. Ich habe auf Twitter mehrfach gelesen, dass das, wie bei der Rocket 3 von Astra, vom Ausfall der Triebwerke verursacht sein könnte. Das halte ich aber nicht für sehr plausibel. Der Starship Booster ist extrem overpowered. Von den Raptoren hat jedes 230 Tonnen Schub. Das heißt, selbst wenn da 8 Triebwerke sofort ausgefallen wären, hätte die etwa 5000 Tonnen schwere Rakete immer noch das Pad verlassen können. Jetzt haben sich vermutlich die Raptoren für diese Tests nur im Teillastbereich laufen lassen und nicht alle haben Schubvektorsteuerung. Ja, und gerade dieser Nennlastbereich, der hat ja hohe Belastung an das Triebwerk. Aber dennoch war da definitiv genug Sicherheitsmarge für den Ausfall diverser Triebwerke. Und da weniger Triebwerke weniger verbrauchen, kann man durch längeres Brennen lassen für gewöhnlich trotzdem noch die geplante Flugbahn erreichen. Das Stichwort ist Engine Out Capacity. Auch der Ruf, SpaceX müsse seine Triebwerke zuverlässiger machen, ja, der scheint mir nicht ganz gerechtfertigt. SpaceX hat mehr Erfahrung als jede andere Firma der Welt mit Triebwerkstests, sowohl mit Merlin als auch mit Raptor. Es gibt Tage, an denen SpaceX 7 Raptor-Tests durchführt. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Raptoren unter kontrollierten Bedingungen extrem zuverlässig laufen. Jetzt stehen die da natürlich lange in der Nähe vom Strand, wurden oft getauscht und sind offensichtlich auch nicht die allerneuesten Triebwerke. Aber wie gesagt, ich denke, der Test hat keinesfalls gezeigt, dass die Triebwerke nicht zuverlässig laufen. Ich würde vermuten, sie waren eher ein Symptom dessen, dass frühzeitig eine Menge ungeplanter Dinge mit der Startinfrastruktur oder dem Booster passiert sind. Wie Scott Manley mal wieder hervorragend analysiert hat, waren 2 der frühzeitig ausgefallenen Raptoren direkt nebeneinander, was ein sehr starkes Indiz dafür ist, dass sie einen gleichen Ausfallgrund hatten. Während des Fluges sind dann weitere Triebwerke ausgefallen. Auf Standbildern, die die glühenden Brennkammern zeigen, kann man recht gut sehen, dass mindestens 8 Triebwerke über den Flugverlauf ausgefallen sind. Einige dieser Ausfälle erfolgten zeitgleich mit Explosionen in der Triebwerkssektion. Eine dieser kleineren Explosionen scheint sich in einer Abdeckung für die Hydraulikaggregate abgespielt zu haben. Die bei diesem Test verwendeten Raptoren hatten ja noch die alte hydraulische Schubvektorsteuerung. Entgegen der Saturn V F1-Triebwerke und des SpaceX Merlin können die Raptoren nicht in der Treibstoffpumpe den Hydraulikdruck generieren. Das Raptor-Update, was bereits an Booster 9 verbaut wurde und ja dann vielleicht als nächstes starten könnte, hat ja schon eine elektrische Schubvektorsteuerung. Ein eventueller Verlust des Hydrauliksystems, partiell oder komplett, könnte auch den Kontrollverlust erklären. Ich denke mittlerweile, das Drehen des Starships, was wir im Livestream gesehen haben, war nicht geplant. Hier war Innsbrucker vermutlich einfach noch an einem Skript für einen geplanten Flug. Das korrigierte er ja dann auch, dass die Kunstflugmanöver nicht planmäßig sein könnten. Auch für die durchgesagte Stufentrennung als nächstes war man noch nicht so weit. Dafür waren wir einfach nicht schnell genug und auch nicht hoch genug. Zum Vergleich, bei der Falcon 9 findet die Stufentrennung in etwa 65 Kilometern Höhe bei einer Geschwindigkeit von gut 6000 Kilometern pro Stunde statt. Dass es entgegen des Kommentars von John Innsbrucker keine gewollte Drehung war, können wir auch dem nachträglichen Statement entnehmen. Dort heißt es ja, die Rakete verlor an Höhe und begann zu taumeln, weswegen dann letztendlich das Flugabbruchsystem sowohl auf dem Booster als auch auf dem Chip aktiviert wurde. Es gibt auch geleakte Fotos, die zeigen, wie die Rakete dann vor der Sprengung bereits dabei war zu zerreißen. Die zeige ich hier nicht, da es keine offiziellen veröffentlichten Fotos sind. Scott Manley hat diese Bilder aber bei sich im Video. Großer Shoutout, Scotts Startanalysen sind die mit Abstand besten auf YouTube. Die Berichterstattung im deutschen Sprachraum in den großen Medien war so lala. Ich denke, die meisten haben die gleiche Agenturmeldung benutzt und, weil nicht vom Fach, dann ein falsches Storytelling gewählt. Positiv zu erwähnen wäre die Deutsche Welle, die mit Jonathan McDowell einen hervorragenden Interviewpartner hatte und der eine sehr gute Einordnung lieferte. Bester Text unmittelbar nach dem Start kam meiner Meinung nach von Eric Berger, auch wenn ich seine Meinung zur Zuverlässigkeit der Raptoren, wie gesagt, nur vom Gesehenen nicht teilen würde. Festhalten muss man, dass Eric Berger aber hervorragende Quellen hat und vielleicht etwas mehr weiß, als er tatsächlich schreibt. Was findet denn ihr? Wer hat besonders gut oder besonders schlecht über den Start berichtet? Schreibt mir gerne in den Kommentaren.
Ja, und was sagt Elon Musk? Ja, relativ wenig. Nach dem Test sagte er auf Twitter, dass der nächste Test ein paar Monate auf sich warten lassen dürfte. Weiter, er hoffe, der Starttisch sei wegen des abgerissenen Fundaments nicht Schrott. Auf einen Twitter-Beitrag von Eric Berger, der von einem wassergekühlten Flame Diverter sprach, antwortete Elon Musk, ja, sie hätten vor ein paar Monaten bereits angefangen, an einer wassergekühlten Bodenplatte zu arbeiten, ja, und sie nach dem Booster Static Fire die falsche Annahme gehabt hätten, ein Start werde schon klappen. Es sehe so aus, dass sie in 1 bis 2 Monaten aber wieder starten könnten. Das mit der wassergekühlten Bodenplatte hat mich enorm gefreut, denn in den Livestreams von Relativity Space war mir aufgefallen, dass die ihre Flame Diverter mit Wasser kühlen. Ja, und da ich wusste, dass Ohe Bauteile für eine riesige Wasserleitung mit vielen Abzweigungen gesehen hatte und nachmodelliert hat und deren Funktion entschlüsseln wollte, damit auf die richtigen Riecher gebracht habe. Bis zu dem Punkt dachten wir ja, dass die Leitung für ein großes Deluge-Wassersprinklersystem wären. Hier meine außenstehende Meinung zu dem Flug. Dieser Testflug lief natürlich nicht wie geplant, aber wir hatten keine große Explosion des Pads. Und auch mit dem Schaden am Starttisch, der Großteil der Anlagen steht ja offensichtlich noch und wird reparabel sein. Und auch das ist ja bemerkenswert, das B- und Endtanken des Starship hat ja trotz der gewaltigen Menge an kryogenen Betriebsstoffen erstaunlich gut und vor allem schnell funktioniert. Und etwas noch einmal mit kleinen Verbesserungen zu bauen, ist um ein Vielfaches einfacher, als ein System von Grund auf neu zu entwerfen und vor allem auch Hardware zu bauen. Elons 1 bis 2 Monate würde ich jetzt mal in 3 bis 6 Monate oder Ende des Jahres übersetzen. Ich denke also wirklich, die werden dieses Jahr noch einmal starten. Interessant hier vielleicht ein Zitat von NASA-Administrator Bill Nelson, ja, dass SpaceX wahrscheinlich 5 Starts von Boca Chica aus durchführt, bevor es auf die neue Startrampe umsteigt, die aktuell am Pad 39A im Kennedy Space Center gebaut wird. Denn das Starship-Programm soll ja zu einer Mondlandung im Artemis-Programm der NASA führen. Das war meine Starship-Analyse der ersten Bilder und Berichte des ersten voll integrierten Starship-Starts. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Dann Like nicht vergessen. Und wenn du neu hier bist und weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau, dann gern hier abonnieren. Neben den Senkrechtstarter Raumfahrt-News am Sonntag gibt es hier immer mittwochs die Senkrechtstarter Technik-Episoden. Dazu spannende Livestreams, Talks mit Wissenschaftlern und Ingenieuren und Fabrikbesuche. Hier findest du zum Beispiel ein Video, das dich interessieren könnte. Vielleicht nicht immer planmäßig, aber die Raumfahrt, die hat gerade richtig Dampf. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.